Ich will heute ein paar Worte über Einsamkeit sagen. Man kann sagen, Einsamkeit ist die Mutter aller Probleme. Ich denke, jemand, der wirklich in einem lebendigen Austausch mit anderen Menschen ist, wird nicht depressiv sein, wird keine psychosomatischen Probleme entwickeln, wird ein glücklicher Mensch sein in dem Maß, in dem er als Mensch überhaupt glücklich sein kann. Freud sagt ja schon, das totale Glück oder das dauernde Glück ist nicht im Bauplan des Menschen vorgesehen, sondern das Glücksgefühl soll einen ja lenken und das würde nicht lenken, wenn es ein Dauerzustand wäre. Deswegen auch wer zu sehr das Glück sucht, wird die Sucht finden, finde ich, ist ein kluger Spruch. Ja, aber wie ist das mit der Einsamkeit? Warum sind Menschen einsam? Einsamkeit ist ein Phänomen, was in unserer Zeit recht häufig ist und was in früheren Zeiten oder auch in anderen Phasen der Entwicklung des Menschen eher nicht so vorkommt. Ich habe ja viele Reisen in Entwicklungsländer gemacht, Afrika, Brasilien, auch Asien. Und das ist immer wieder zu bemerken, die Menschen dort sind fröhlicher und sie sind nicht einsam. Sie sind nicht einsam, weil sie enger zusammen sind, weil es mehr Notwendigkeiten gibt, Kontakte zu haben. Einerseits, weil man irgendwie kooperieren muss, man kann nicht als Einzelgänger so leicht überleben. Andererseits, weil die technischen Voraussetzungen dazu nicht so bestehen. Wenn man keinen Kühlschrank hat, muss man jeden Tag in einem gewissen Maß einkaufen gehen. Und wenn man nicht so viel Geld hat, wird man auch ein bisschen mehr rumgucken, wo es günstige Angebote gibt, wird vielleicht auch ja, mit anderen Leuten in Kontakt sein, um gemeinsam günstige Möglichkeiten zu finden und so weiter. Jedenfalls, diese Einsamkeit in unserer aktuellen Welt ist ein Riesenproblem, deswegen haben auch die Engländer dieses Einsamkeitsministerium eingeführt, so als ob der Staat die Einsamkeit einem ersparen könnte. Aber was können Sie praktisch, was kannst du praktisch machen? Ich denke, da gibt es eine ganze Menge Dinge und eins davon sind zum Beispiel Selbsthilfegruppen, kann ich wirklich sehr empfehlen, weil die Vorstellung, dass einem jemand, der sozusagen aus gutem Willen, ein Verwandter, der muss oder ein Freund, der muss, hilft, das ist nicht realistisch, weil jemand, der einem absichtlich hilft, aus der Einsamkeit rauszukommen, mit dem ist kein Kontakt auf Augenhöhe möglich. Kontakt auf Augenhöhe ist anders möglich. Wenn man in Selbsthilfegruppen ist es klar, jeder geht dorthin, weil er was will, weil er Kontakt zu anderen Menschen will, weil er auch über seinen psychischen Zustand reden will und so weiter. Deswegen ist es selbstverständlich, dass dort ein Kontakt auf Augenhöhe möglich ist. Es ist auch selbstverständlich, dass man in einem gewissen Maß willkommen ist, wenn man die Gruppe nicht völlig schädigt, indem man absolut rücksichtslos ist oder sowas. Ein bisschen ähnlich wie Selbsthilfegruppen funktionieren auch viele Vereine. Auch wenn sie in einen Chor eintreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die anderen sich freuen, dass ein neues Mitglied kommt. Bei vielen anderen Vereinen ist es auch so. Und vielleicht noch ein drittes, wenn man die Kontakte nutzt, die da sind. Wenn es einen Nachbarn gibt, der ganz gerne mit einem Kontakt hat, ja, warum nicht mit ihm ins Gespräch kommen und äh, sehen, ob da mehr möglich ist. Ich denke, das sind die drei Dinge, die ich Ihnen bzw. euch jetzt auf den Weg geben kann. Und es ist ein Problem, was sicherlich, wenn jemand erstmal das Gefühl hat, immer einsam zu sein, schwer zu lösen ist. Deswegen schreibt gerne was in die Kommentare. Ich gehe auf jede Frage und jede Anregung ein und finde es auch selber spannend, da immer noch was dazu zu lernen. Vielen Dank für das Interesse.